Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie zum Wohl. Heute wollen wir uns mit Spengler befassen, genau mit dem Untergang des Abendlandes natürlich, zweiter Band, und zwar insbesondere mit dem Problem der Pseudomorphose, wie er das nennt. Das ist also dasjenige Problem, das sich dem ganzen Kapitel über 180 Seiten einschreibt, das er überschrieben hat mit Probleme der arabischen Kultur. Und die Tatsache, dass die Pseudomorphose lediglich anhand der arabischen Kultur im Wesentlichen ausgeführt wird, wird uns zeigen, dass das in einem tiefen Problem der Philosophie Spenglers selbst ruht. Und wir wollen uns damit insbesondere darüber klar werden, was erstmal das ganze Kapitel soll, das, glaube ich, jeder, wenn er den zweiten Band gelesen hat, als das langweiligste Kapitel überhaupt wahrgenommen hat. Warum das Spengler tut, und daraus werden wir dann ersehen, dass er gute Gründe dafür hat, weil er nämlich sein Prinzip des Ursymbols retten muss. Und das schauen wir uns an. Nun, was ist erstmal Pseudomorphose? Pseudomorphose, Sie kennen das aus der Mineralogie, also ein Gestein, das äußerlich anders aussieht, als es eigentlich ist. Zum Beispiel ein Kristall. Habe ich zufällig auch da. Ja. Also, hier haben Sie einen Kristall. Der hat also eine ganz distinkte äußerliche Form. Und die kommt natürlich aus einer innerlichen Strukturiertheit heraus, denn der Kristall ist ja so gewachsen. Es gibt aber auch den Fall, dass in einen Abdruck eines solchen Kristalls neues Gestein einfließt, nachdem der Kristall ausgewaschen wurde. Und dann hat irgendeine unstrukturierte Masse schließlich die Form dieses Kristalls. Hat natürlich mit dem Kristall selbst nicht viel zu tun, aber es erscheint äußerlich so. Und das überträgt Spengler eben auf die Kulturen und insbesondere auf die arabische. Und das scheint zunächst mal nicht sonderlich fragwürdig zu sein, denn die arabische Kultur natürlich entsteht, also er ordnet sie ein zwischen Christi Geburt und 1000 nach, entsteht also mit dem Untergang des Römischen Reiches. Und da ist völlig klar, dass diese Kultur, die regional ansässig ist, irgendwie im Zweistromland, überformt ist mit der antiken Kultur. Und nun lässt er sich eben 180 Seiten darüber aus, dass diese Kultur ihre eigentliche innerliche Form, und das ist eben das Ursymbol der Höhle, was schon nicht ganz überzeugend ist, nie recht ausbilden konnte, eben aufgrund dieser Pseudomorphose, die bedeutet, dass die äußerliche Form immer eine antike geblieben ist. So zumindest kann man ihn verstehen. Und darauf will ich jetzt hinaus. Nun ist aber jedem völlig klar, die arabische Kultur ist natürlich nicht die einzige, die dieses Problem hat, sondern natürlich jede Nachfolgekultur des Römischen Reiches. Also auch Byzanz beispielsweise und die germanische Kultur, oder wie Sie das nennen wollen. Ich meine, da haben Sie auch 1000 Jahre von 0 bis, sagen wir, ins 9., 10. Jahrhundert, in denen im Grunde eine Kultur vorliegt, die so stark von der Antike abhängig ist und selber zu nichts weiterem geführt hat, also keinen inhärenten Kulturleistung, dass irgendwie eine Sonderform vorliegt. Eben eine Pseudomorphose. Denn was heißt hier Morphose, Morphologie? Also das ist natürlich der Untertitel des Werkes, ist ja Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Das heißt, wenn Spengler von Morphose spricht, dann meint er immer Kultur, die Form der Kultur. Ja? Also Pseudomorphose übersetzt sich auch als Pseudokultur. Ja? Wir haben es also mit 3 Pseudokulturen nach der römischen zu tun. Der germanischen Pseudokultur, der byzantinischen Pseudokultur und der arabischen Pseudokultur.
Die interessante Frage ist nun, warum übersieht Spengler die anderen beiden? Nun, bei der byzantinischen Kultur ist es ganz einfach. Die ist so eindeutig oströmisch, also altgriechisch, dass es doch absurd wäre, ihr den eigenen Status einer Kultur angedeihen zu lassen. Aber im Fall der germanischen ist es nicht ganz so klar. Auch da gibt es Überformungen, aber auch eigenständige Herkunft. Das ist sehr ähnlich der arabischen Kultur, nicht wahr? Warum taucht das hier nicht auf? Warum eiert er so herum? Und sind wir ganz ehrlich, die 180 Seiten, die befassen sich nur im geringen Teil mit Arabien, also das auch. Aber die Hälfte dieses Kapitels handelt von Jesus Christus. Und das ist natürlich auch, das ist die zweite Überformung in der arabischen Welt, das ist eben diese nahöstliche monotheistische Kultur, von der ja auch das Christentum letztlich ausgeht. Auch wenn die beiden heute miteinander nicht viel zu tun haben wollen, die Juden und die Araber. Die Frage ist also, Byzanz können wir ausklammern, aber warum ist die germanische Kultur nicht erwähnt? Warum kommt sie als Pseudomorphose nicht vor? Und warum dieser Aufwand des einzelnen Begriffs für eine einzige Kultur? Und die Antwort ist, die arabische Kultur passt ihm besonders gut ins Schema und die germanische nicht. Warum? Sehen Sie, die arabische Kultur hat die wunderschöne Eigenschaft, tatsächlich ohne Nachfolger zu sein. Sie geht unter und danach ist Sense. Also Felachenvölker, wie Spengler so gern sagt. Also nehmen Sie das Beispiel der Philosophie. Noch außerhalb des Rahmens seiner 1000 Jahre, er lässt sie ja mit 1000 praktisch untergehen, im 11. Jahrhundert haben sie die einzige arabische Philosophie in der Geschichte dieser Pseudomorphose. Also eigentlich schon außerhalb, ganz knapp. Und zwar ist das so eine Kommentarphilosophie zu Aristoteles, also Avicenna, Averroes, Al-Farabi, das sind die drei großen Namen. Das geht im 10., letztlich ist es nur das 11. Jahrhundert, es strahlt noch ein bisschen ins 12. aus. Der Kern liegt im 11. Jahrhundert. Da machen die eine Philosophie, die sehr stark an die Antike, das heißt an die griechische angelehnt ist. Und just zur selben Zeit machen die Frühscholastiker genau dasselbe. Die lesen auch Aristoteles, kommentieren ihn ein bisschen und die beiden kennen sich. Also die arabischen Philosophen kennen die Frühscholastiker und die Frühscholastiker kennen die arabischen Philosophen. Und dann mit einem Mal bricht die arabische Philosophie ab. Und das ist sehr merkwürdig, nicht? Obwohl sie in Austausch stehen, denn die abendländische Philosophie, die beginnt ja hier erst zurecht. Nicht? Dann kommen solche Figuren wie Abelard, Thomas von Aquin, Duns Scotus, Ockham, nicht? Dann die ganze frühneuzeitliche Philosophie, Descartes, bis hin zu Kant, Hume, Berkeley, was Sie alles kennen, und dann natürlich der deutsche Idealismus und so weiter. Da setzt also erst die abendländische 1000-jährige Philosophie an. Und just an dem Punkt, wo sich gewissermaßen auch mit diesem ersten Ketzer Abelard, aber überhaupt die abendländische Philosophie von der antiken zu entfernen beginnt, da kommt die arabische nicht mehr mit. Und das stimmt natürlich sehr gut mit dieser Begriffswahl Pseudomorphose überein. Ja?
eben weil der Einfluss der antiken Welt so groß ist, dass es sich hier eigentlich um ein Artefakt der antiken Welt handelt. Und sobald es aus dieser antiken Welt herausführt, kommt kein Beitrag mehr von dieser Linie. Ja? Sie haben diese 3 Nachfolgekulturen des Römischen Reiches und alle 3 tragen im Übrigen, was die Schriften des Altertums angeht, zu dem Korpus bei, was wir heute besitzen. Also wir haben eine ganze Reihe von Schriften nur durch arabische Überlieferung, eine ganze Reihe von Schriften, also dann über Spanien, nicht wahr? Eine ganze Reihe Schriften nur über Byzanz, nicht? Die nach der Flucht sind diese Gelehrten tatsächlich in Oberitalien angekommen und haben nicht wenig zur Renaissance beigetragen. Und natürlich das, was in den abendländischen Klöstern überhaupt in dieser germanischen Vorkultur in den ersten 1000 Jahren nach Christi Geburt abgeschrieben wurde und dann eben um 1000, sagen wir mal ganz grob, begonnen wurde zu kommentieren und dann auch sich einen eigenen Kopf zu machen. In dem Moment, wo die Philosophie, die also in Kontakt steht zwischen diesen beiden Kulturen, heraustritt aus der antiken Gedankenwelt, liefert Arabien keinen Beitrag mehr. Und das ist eben genau der Punkt, es handelt sich um eine Pseudomorphose. Eigentlich ist das eine Fortführung der arabischen Welt, der antiken Welt. Nicht? Genauso wie Byzanz, da gibt es überhaupt keine eigene Philosophie. Und genauso wie die ersten 1000 Jahre nach Christi Geburt in Germanien nichts hervorgebracht haben. Das heißt, es sind eigentlich alles Pseudomorphosen. Der entscheidende Unterschied zwischen der arabischen Kultur, die er hier Pseudomorphose nennt, und wie gesagt, Morphose immer Kultur, also auch Pseudokultur, diese endet eben spätestens im 12. Jahrhundert. Abrupt, ohne irgendeinen Nachfolger. Und das gefällt Spengler sehr gut. Nicht? Aus diesem Ursymbol, diesem magischen Ursymbol, wie er das nennt, dieses Ursymbols der Höhle, vermag eben eine 1000-jährige Kultur zu entstehen und dann ist Schluss. Zack, aus, fertig. Das Einzige, was er noch erklären muss, ist, wie sie aufkommt. Und da ist eben für die arabische Kultur einfach nicht zu leugnen, dass sie eigentlich eine, sagen wir mal, 80-prozentige Antike ist. Und um das zu erklären, erfindet er den Begriff der Pseudomorphose. Er sagt, naja, das ist der Spezialfall der Pseudomorphose und deshalb haben wir hier einen starken Einschlag Antike. Nicht? Und ansonsten ist es ein wunderbares Beispiel dafür, dass eine Kultur immer nur ein Ursymbol hat, 1000 Jahre existiert und dann ist Sense. Für die germanische Kultur funktioniert das nicht. Weil die germanische Kultur oder Vorkultur eben keine Pseudomorphose einfach ist. Ja, da steckt natürlich auch ungeheuer viel Antike drin. Was anderes haben sie ja nicht. Ja, also ein bisschen germanische Urkultur, gut, aber und das hält sich ja auch noch. Also das Christentum setzt sich im Grunde erst so im 13. Jahrhundert richtig durch. Aber das Problem an dieser germanischen Kultur ist, dass sie eine Transformationskultur ist. Also für Spengler ist das Problem. Das heißt, auf diese germanische Kultur folgt eine neue, und das ist eben die arabische, die dann 1000 Jahre Philosophiegeschichte macht. Und natürlich Geschichte der Malerei, Geschichte der Architektur, Geschichte der Philosophie, hatten wir schon gesagt, Geschichte der Literatur und im Gegensatz zu allen anderen Kulturen, die wir kennen, diese enorme Fülle und Vielfalt der Kultur der Musik. Und natürlich, die abendländische Kultur gibt es in seinem System, das ist ja ganz klar, das ist die faustische. Das Problem ist, dass die germanische Nachfolgekultur der antiken Welt, also meinetwegen die Goten, so starke Verbindungen zu Rom haben. Also nicht nur, dass sie ja dort im Militär aufgestiegen sind und dass natürlich germanische Keramik den römischen Markt überschwemmt hat. Also die Germanen waren ja gewissermaßen die Chinesen für das Römische Reich. Mannigfaltigste gegenseitige Verbindungen. Und aus dieser schwachen Transformationskultur, die eigentlich eben keine Kultur ist, jedenfalls keine Hochkultur in dem Sinne, wie das Spengler und auch ich verstehen würden,
Aus dieser entsteht dann tatsächlich eine abendländische Kultur. Das Problem ist bloß, dass das im System Spengler nicht vorkommen darf. Da gibt es ein Ursymbol, dann gibt es eine tausendjährige Kultur und dann ist wieder Schluss. Und deswegen setzt er einen Schluss an die antike Kultur. Aber dann kann es nicht sein, dass eine Kultur, die ganz offensichtlich von dieser antiken Kultur schwer beeinflusst ist, und das ist die germanische, dann wiederum für sich besteht und ein Übergangsphänomen ganz eindeutig und nicht zu leugnen zur abendländischen Kultur, die dann tatsächlich anbricht, darstellt. Hätte er es also für die germanische Kultur thematisiert, dann wäre das Problem entstanden, dass er zugeben hätte müssen, ah ja, das ist eine Transformationskultur. Das ist der Übergang aus der Antike in die abendländische Welt. Und es kann keine Übergänge nach dem System Spengler zwischen den Ursymbolen geben. Und das ist das entscheidende Problem. Deswegen die Konstruktion Pseudomorphose für die arabische Welt und deswegen die Konzentration auf die arabische Welt. Die anderen Nachfolgekulturen des Römischen Reiches werden gar nicht betrachtet. Nur auf diese, weil die so einen schönen Schnitt am Schluss hat und um den Anfang zu erklären, diese Überlappung mit der Antike, eben der Begriff der Pseudomorphose. Hoppla, es hat die äußere Form der Antike. Wer hätte das gedacht? Nein. Und indem er das theoretisiert, schafft er eine weitere Kultur, die scheinbar nach dem Prinzip des Ursymbols funktioniert. Und das kann eben die abendländische Kultur und die ihr voraufgehende germanische Pseudokultur eben nicht abbilden. So, und das ist natürlich dann auch der entscheidende Unterschied zu mir, dass diese Übergangskulturen im Grunde gar nicht erwähnt werden, sondern eben Ingenien darstellen, also die Gegenentwürfe zur Kultur und überhaupt das Phänomen des Übergangs zwischen zwei Kulturen ein realer Gegenstand der Geschichtsphilosophie wird, sodass also die Gegensetzung zweier Zustände tatsächlich dazu führt, dass Kulturen auf Kulturen folgen können und sie nicht einzeln im leeren Raum stehen und durch kein Mensch weiß woher Ursymbolen entfacht werden und nach 1000 Jahren wieder untergehen. Und deshalb ist das interessanterweise, das ist mir erst im letzten Monat aufgefallen, ist das interessanterweise ein sehr schönes Argument gegen Spengler. Nicht? Also er versucht hier wirklich an den Haaren herbeigezogen seine Ursymboltheorie zu retten. Und das merkt man gar nicht sofort, man versteht einfach dieses dicke Kapitel nicht. Ja. Wie gesagt, 180 Seiten, ich meine, das ist eine ganze Menge bei einem Buch, was gerade mal 650 oder was hat. Also eine ganze Menge. Und das ist tatsächlich nur dafür da, um diese Ursymboltheorie auch an diesem Übergangsphänomen des untergehenden Römischen Reiches und des aufstrebenden Abendlandes, beziehungsweise diesen toten Enden Byzanz und Arabien oder der arabischen Kultur deutlich zu machen. Insofern wäre es ein schönes Beispiel dafür gewesen, warum ich gegen Spenglers Theorie opponiere. Mein Hauptbeispiel oder eines meiner Hauptbeispiele ist ja die Renaissance, die ja als Verirrung der abendländischen Kultur klassifizieren muss, weil es natürlich keine Antike, kein wirklich antikes Denken und Fühlen im Abendland geben kann und die Renaissance natürlich zweifelsohne genau sowas ist. Wer wollte das bestreiten? Sie sehen also an vielen Enden und insbesondere hier also über einen wesentlichen Teil seines zweiten Bandes kommt er einfach aus dieser Problematik, die er sich selbst geschaffen hat, durch diese Einzelstellung, diese isolierte Stellung der Kulturen, einfach nicht heraus, tappt von einem Problem ins andere. Dabei ließe es sich so einfach lösen, wenn man zugeben würde, dass es Verbindungen zwischen den Kulturen gibt und dass sie gerade in der Gegensetzung liegen. Nicht? Denn was ist der eigentliche Antrieb, diese Ursymbole so stark voneinander zu trennen? Naja, eigentlich doch nur, um zu zeigen, diese Kulturen haben nichts miteinander zu tun, sie verstehen sich gegenseitig nicht.
Aber ich muss eben keine Mauern ziehen, sondern ich kann einfach sagen, ja, das ist ein Geisteszustand, ja, ein Zustand des Lebensgefühls und das wendet sich eben um ins Gegenteil. Nicht? Und dann haben sie diese Trennung tatsächlich vor Augen und müssen aber nicht die gesamte Geschichte mit einem Mal abtrennen und diese isolierten Kulturkörper aufführen. Also das noch als kleine Ergänzung zu meinem Buch gewissermaßen, aber auch für alle Leser des Untergangs des Abendlandes, die sich auch gefragt haben, was soll eigentlich dieses Kapitel Probleme der arabischen Kultur, was hat es mit den Pseudomorphosen auf sich und warum macht das Spengler auch? Und ich denke, jetzt sehen Sie, was der eigentliche Antrieb dahinter ist, denn auch wenn ich hier in den letzten Wochen nochmal hineingesehen habe, es ist einfach nichts Besseres draus zu machen. So, also Sie sehen, das hat ganz klare, in der Theorie Spenglers begründete Ursachen, dass er dieses Kapitel braucht, dass er sich überhaupt der arabischen Kultur annimmt. Er hätte sie, wie die byzantinische, vollkommen beiseite lassen können. Und inwiefern das auch eine Ablenkung von dem Übergangsphänomen der germanischen Kultur ist. Ich meine, das ist doch das, was einem sofort ins Auge springt, nicht? Die Translatio Imperii in der germanischen Welt, die dann fließend übergeht in eine weiterhin zelebrierte Translatio Imperii in der abendländischen Welt. Also ein geschickter Schachzug, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, ich denke bewusst. Er ist sich über vieles bewusst gewesen und hat dann aber eben sein Ding durchgezogen, wenn die Theorie einmal stand. Und ich würde sogar meinen, dass das für den zweiten Band gar nicht vorgesehen war, sondern den Anklänge im ersten Band gibt es kaum, sondern dass das aus einer Kritik heraus, die an ihm geübt wurde, entstanden ist. Und genauso unklar liest es sich eben auch. Er hat aber seine Theorie deshalb nicht abgeändert, musste auch nicht sein. Deswegen haben wir jetzt so ein schönes Beispiel dafür, wie jemand also mit aller Macht versucht, daran festzuhalten und in arge Schwierigkeiten kommt. Ich hoffe, Sie haben also etwas Neues über den Untergang des Abendlandes gelernt. Das soll es für heute gewesen sein. Gute Nacht. Erlauben Sie mir noch einen Nachtrag. Sie könnten ja fragen, warum ist es denn nun gerade die arabische Kultur und die byzantinische, die keine Weiterführung erlaubt haben? Und warum ist es gerade die germanische Kultur, die eine Transformationskultur darstellt und nicht einfach eine Pseudomorphose, die ins Leere läuft? Und ich glaube, die Antwort ist recht einfach zu treffen und sie beantwortet auch die Frage, ob denn eine Theorie der Gegensetzung sowas überhaupt erklären kann. Nun, die arabische Kultur und die byzantinische natürlich noch viel mehr, sind im Osten Roms natürlich perfekt eingegliedert gewesen. Da war von den ursprünglichen Völkern gewissermaßen gar nichts mehr übrig und Griechenland selbst ist ja mit konstituierende Kraft gewesen im Römischen Reich, mehr oder weniger, nachdem sie dann erobert waren und im Grunde auch schon vorher. Sodass also dort überhaupt kein Gegensatz mehr bestand zum Römischen Reich. Und aus einer solchen Lage heraus, wo kein Gegensatz besteht, kann also dann auch von einer entgegengesetzten Kultur, also auch nicht von einem Ingenium die Rede sein. Das waren auf der Höhe des Römischen Reiches zivilisierte Kulturen, die dann getrennte Wege gegangen sind. In Germanien war das anders. Nicht? Also Gallien natürlich nicht, das war völlig besetzt bis auf das kleine Dorf, das Sie alle kennen. Aber immerhin halb Britannien und Großteile Germaniens hinterm Rhein waren eben nicht römisch. Und das war genug Gegensatz, um überhaupt erstmal ein Ingenium darstellen zu können, in meinem Sinne. Ja? Sodass also auch hier klar ist, warum diese zwei Kulturen so auslaufen, und das liegt eben an der fehlenden Gegensetzung.
da war gar nicht mehr genügend eigene Kraft, also ursprüngliche Abgrenzung vorhanden zum Römischen Reich. Und dann war es eben bloß noch ein Ausglimmen dieser alten Fackel, die man noch etwas am Glimmen erhalten hat, aber irgendwann war es dann eben aus. Während die echte Entgegensetzung und die reibende Auseinandersetzung gewissermaßen der Germanen mit der Überlieferung des Römischen Reiches und der Antike überhaupt dann tatsächlich wieder in den Wechsel zurück in die Kultur überhaupt noch schaffen konnte. So viel noch zu dieser durchaus berechtigten Frage, die mir allerdings etwas zu spät kam, dass man selbstverständlich fragen darf, warum sind das eigentlich tote Enden, die arabische Kultur und die byzantinische? Und warum geht die germanische Kultur, obwohl sie 1000 Jahre lang auch nichts anderes als eine Pseudokultur, dann plötzlich in eine neue Hochkultur über? Und das hat eben aus der Sicht von Kultur und Ingenium damit zu tun, dass sie überhaupt ein Ingenium dargestellt haben, diese Germanen. Weil sie eben nicht bestens integriert waren ins Römische Reich, beziehungsweise gar nicht zum Römischen Reich gehörten. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.